Hallo Luftfahrtbegeisterte, ich bin Thorsten, ein Real-Life-Airbus-Pilot und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir stehen hier in Berlin mit der Phoenix A320 und in dieser Serie möchte ich euch mitnehmen auf einen Tutorial-Flug nach Kopenhagen. Dort erkläre ich alles vom Setup über Engine Start bis hin zum Engine Shutdown in Kopenhagen. Heute geht es um die Cockpit Preparation. Dazu begeben wir uns nun ins Cockpit. Ja, und hier sind wir auch schon im Flight Deck des Phoenix A320 und wir fangen auch gleich an mit der Cockpit Preparation. Die hat einen gewissen Flow, nicht, dass wir von links nach rechts, oben und unten irgendwelche Knöpfe und Schalter drücken, sondern wir machen das mit einem sogenannten Flow. Und dieser beginnt unten auf dem Center Pedestrian auf der linken Seite beim Wetterradar. Wir schauen, ob das Wetterradar aus ist. Predictive Wind Shear System ist aus. Dann gehen wir rüber, schauen uns den Engine Mode Selector an. Dieser muss auf Normal stehen. Und die beiden Engine Masters müssen off sein. Dann gehen wir weiter nach rechts hoch und kommen dann zum Landing Gear Lever. Der sollte natürlich unten sein. Und das bringt uns, wenn wir weiter hochgehen, ans Overhead Panel. Und dort schauen wir, dass die beiden Wipers off sind. So, dann müssen wir dem Flieger Strom geben. Und da schauen wir erstmal, ob auf beiden Batterien mindestens 25,5 Volt sind. Das ist gegeben. Demnach können wir beide Batterien anmachen. Wir sehen dann auch gleich schon, dass wir External Power bekommen haben. Dann können wir auch gleich den Flieger damit dem Strom zuführen. Jetzt warten wir ein paar Sekunden, bis der Flieger einmal durch die Systeme durchgelaufen ist. Wir können dann den APU-Fire-Test machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch die APU schon starten. Ich persönlich warte erstmal, bis die Passagiere einsteigen. Dann starte ich meistens die APU, außer es ist im Winter extrem kalt. Dann würde ich die jetzt schon anschmeißen. Aber in unserem Falle jetzt lassen wir sie erstmal aus. Nun kommen wir zu einem Punkt, der wahrscheinlich von Airline zu Airline unterschiedlich ist. Bei unserer Airline wird gesagt, wir sollten jetzt die Packs ausschalten. Dementsprechend tue ich das jetzt auch. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir noch die 3 ADIRS 1, 2 und 3 auf NAV schalten. Denn die müssen sich erstmal alignen und das dauert knappe 7 Minuten ungefähr. Deswegen machen wir das jetzt. Und damit haben wir auch schon den ersten Teil dieser Cockpit Preparation geschafft. So, jetzt wo der Flieger mit Strom versorgt ist, könnten wir eigentlich die Cockpit-Checks durchführen, was hier im Simulator ja keinen großen Sinn macht. Das wäre der Cockpit Security Search und das wäre vor allen Dingen halt schauen, dass das ganze Emergency Equipment, Schwimmwesten, Axt und so weiter, Feuerlöscher, alles an Bord ist. Das lassen wir jetzt alles mal und wir gehen jetzt einfach mal weiter, um die Zeit gut zu nutzen. Gehen wir rüber zum Tablet, weil dort können wir schon mal den Flugplan importieren, was ich jetzt auch mache. Das ignorieren wir einfach mal. Wir haben den Flug nach Kopenhagen. Wir können mal kurz gucken, das Wetter hier ist QNH von 1000. Also wir können das schon mal hochfahren in der Zeit und wir können vor allen Dingen auch schon mal die Karten rausholen mit den Abflugroute in Berlin und der Ankunftsroute in Kopenhagen. Wenn wir das gemacht haben, dann käme es eigentlich zu der Aircraft Acceptance, dann akzeptieren wir den Flieger. Das lasse ich jetzt aus hier, das würde zu sehr ins Detail gehen. Man würde sich gewisse Systeme angucken, wie es mit dem Ölstand aussieht und so weiter. Man würde sich das technische Logbuch, das Technical Logbuch des Fliegers angucken. Man würde schauen, ob man irgendwelche MELs, also Minimum Equipment List Einträge hat. Das würde zu viel ins Detail reingehen. Wenn ihr Interesse daran habt und mehr darüber wissen wollt, man kann es beim Phoenix auch einstellen, dass dort Fehler sind, auch schon von Anfang an, die in der Minimum Equipment List eingetragen sind. Dann schreibt es bitte in die Kommentare rein. Dann mache ich ein extra Video, wo wir direkt darauf eingehen. Ansonsten würde der Kollege jetzt zum Outside-Check gehen und dafür würden wir nach oben wieder ins Overhead-Panel gehen und würden das Navlight auf die 1 stellen und der Kollege würde sich auf den Weg nach draußen machen zum Outside-Check. Während der Kollege auf seinem Outside-Check ist, können wir weitermachen mit der Cockpit Preparation und zwar am Overhead-Panel. Dies ist in 3 Teile geteilt. Und die können wir uns wieder zunutze machen, wenn es um den Flow geht. Wir fangen also oben links an, gehen nach unten
und machen den Ground Control an. Machen einmal den Cockpit Voice Recorder Test, den CVR-Test, den lassen wir gedrückt. Und machen Cruise Supply on, das ist der Sauerstoff. Dann gehen wir nach unten und rechts zu den Lichtern. Strobe Light geht auf Auto. Es geht weiter rüber. Die Emergency Exit Lights auf Arm. No Smoking Signs Auto. Dann gehen wir weiter hoch zum Air Conditioning Panel. Da ist es von Airline zu Airline verschieden. Bei uns sind die Packs off. Bei anderen Airlines und bei anderen Leuten werdet ihr vielleicht gesehen haben, dass die Packs an sind. Dann geht man zum Pack Flow. Dort schaut man Low, Normal oder High. Das kommt auf die Passagierzahlen drauf an. Im 320er unter 130 wird auf Low gestellt, ansonsten auf Normal. High wird gemacht, wenn man in abnormalen, also abnormal heißen Verhältnissen ist, dann würde ich hier auf High stellen in dem Moment. Dann gehen wir weiter zum Electric Panel. Dort ist alles in Ordnung gesetzt. Zum Fuel Panel. Die Fuel Pumps lassen wir noch aus, da wir noch tanken müssen und erst nach dem Tankvorgang die Fuel Pumps anmachen. Hydraulik ist auch nicht zu setzen und wir gehen zum Fire Panel. Dort können wir die Engine Fire Tests machen. Wunderbar, wir gehen weiter nach rechts und gehen wieder runter. Und damit haben wir den Teil des Overhead Panels erledigt. Wir gehen weiter runter in die Mitte zum Panel hier. Dort können wir gucken, ob Anti-Skid und Nose-Wheel Steering an ist. Und vor allen Dingen hier beim Standby Horizon stellen wir, in unserem Falle ist es die 1000 Hektopascal ein, was wir vorhin gelesen haben. Dann gehen wir weiter runter auf das Center Pedestrian. Ich mache es mal so. Und gehen hier zum Radio Panel. Dort können wir die Frequenzen schon einstellen. Falls man auf Wattsim fliegt, würde ich hier direkt schon die Delivery Frequency oder die Ground Frequency oder je nachdem, wer online ist, einstellen. Ich persönlich mache hier den Cabin-Knopf noch ganz gerne an und stelle ihn ein bisschen höher, weil beim Phoenix, wer den Phoenix kennt, weiß, dass mittlerweile die Kabine anruft und da muss man hier umstellen, sonst hört man auch nichts. Dann gehen wir weiter runter. Cockpit Door kann man auf oder zumachen. Ich habe sie gerne auf jetzt. Dann guckt man, ob die Parking Brake gesetzt ist und ob die Gravity Gear Extension, also sprich, wenn das Fahrwerk mal nicht rausfährt, dass man damit das Fahrwerk runterlassen kann, dass das hier so, dass das gestowed ist, also sprich verstaut ist. Und wir gehen weiter rüber zum Transponder. Dort schauen wir, dass dieser auf Standby ist, dass er auf 1 steht. Würde der Kollege auf der rechten Seite fliegen, könnte man auf 2 stellen. Wir fliegen von der linken Seite also auf die 1. Altitude Reporting ist on. Wir haben Above und wir sind auf Standby. Wir haben hier die 2000 stehen. Und damit wären wir mit der Cockpit Preparation erst einmal durch. Als nächstes käme dann die FMS Preparation, also die Eingaben im Flight Management System. Dazu möchte ich aber ein separates Video machen. Ich hoffe, das Video hier über Cockpit Preparation hat euch gefallen und auch geholfen. Sollte dies der Fall sein, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen nach oben macht und sogar ein Abo dalasst. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. FMS Preparation. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Alles Gute und always happy landings. 2013, cross runway 25 right, ground point 75. 10 past 25 right, Juliet, ground 5, 75 United 2013, Southwest 21.